Guten Morgen, Freunde, hier ist Loanika und heute Morgen bin ich unterwegs, um meinen Arthur einen Glow-Up zu geben. Arthur ist mein kleiner Opel. Vor 3 Tagen hat mein Vater die Winterreifen auf Sommerreifen gewechselt und auch die Reifen gepumpt. Und dann kam eine Fehlermeldung, die sagte, dass mein Arthur einen platten Reifen hat. Also habe ich herausgefunden, das war eine Fehlermeldung und deswegen muss ich zur Werkstatt, damit die das handeln können. Also deshalb fahre ich jetzt los. Seht ihr, was ich meine? What you mean, like? Hallo? Mein Auto ist gepumpt. Übrigens trage ich eine Brille, wenn ich Auto fahre, cause I'm sehbehindert. Ich hoffe, ich darf beim Behindertenparkplatz parken. Der Auto ist voll der Dreckspart. Gleich zur Autowäsche. Slick. Also mit dem Auto geht es jetzt wieder gut und jetzt fahre ich ihm mal zur Autowäsche. Also ich bin jetzt in der Autowäsche meines Vertrauens. Ich bin schon hier, seit ich ein kleines Mädchen war. Und mein Auto kriegt die beste Wäsche von diesem Programm. Also die beste. Oh mein Gott! Mein Auto kriegt eine Wäsche! Oh mein Gott! Look at this! Oh mein Gott, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Schaum! Schaum! Früher als Kind hatte ich immer Angst vor der Autowäsche. Dann habe ich immer geheult, wenn wir hier drin waren. Und irgendwann habe ich dann gesagt zu meiner Mutter, Mama, ich muss aufs Klo. Und dann hatten die immer Zeit, während ich auf Klo war, das Auto sauber zu machen. Und jetzt macht es mir einfach so Spaß. Hier wird das Auto getrocknet und ich finde das immer hier so aesthetically pleasing. Guckt mal, diese ganzen Perlen, die hier weggehen. Wisst ihr? Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Guck mal, die Schlangen, die nenne ich die Schlangen, ne? Wir gehen jetzt mal durch. Guck mal, die Spaghettis hier. Geil. Außen ist der Arthur jetzt sauber. Ich bin jetzt sehr glücklich und fühle mich jetzt auch sauber. Und ich mache euch jetzt mal so eine Autotour. Also jetzt so wie Roomtour, aber halt eben Autotour. So, ich bin jetzt extra zu einem Ort gefahren, wo ich ruhig die Autotour machen kann für euch, damit das alles so ungestört ist. So, schaut mal, wie sauber der Arthur geworden ist. Also, wenn ihr meine Gäste seid im Auto, dann ist es ganz sauber jetzt. Es ist wichtig für mich, dass ich Feuchttücher habe, damit ich immer so ab und zu wischen kann. Und falls jemand irgendwie was dreckig gemacht hat oder seine Hände sauber machen möchte, der kann dann was von den Feuchttüchern nehmen. Des Weiteren sollte jeder so eine Plastiktüte dabei haben, weil es kann immer dazu kommen, dass man während einer Fahrt irgendwas wegschmeißen möchte und da man halt eben sein Auto sauber belassen möchte, kann man sich was von der Tüte holen. Vor allem auch, weil da ich das Problem kenne, wenn jemand das Auto fährt, dann wird mir als Beifahrerin schlecht und das ist nicht wegen des Fahrstils, sondern wegen der Motion Sickness und deswegen immer solche Tüten dabei haben. Falls einem dann schlecht wird, dann wird es auch keine Sauerei im Auto geben. Es ist auch wichtig, das meine ich. Es ist auch wichtig, Wasser dabei zu haben und auch seine Fahrgäste mit Wasser zu versorgen. Also meine Schwester hatte neulich mit dem Auto eine Tour mit ihren Freundinnen gemacht und da hatten die halt eben Bier dabei und da sind immer noch 2 Bierflaschen dabei. Also vielen Dank für die Blumen. Ich zeige euch auch noch hinten im Auto. Da habe ich Verbandtasche, Weste, Pumpe, Regenschirm muss auf jeden Fall dabei sein. Und hier ist mein Mantel, den lege ich natürlich nicht so. Ich schmeiße den beim Fahren immer neben mir hin und das habe ich jetzt nur so getan für das Video. Also meine Lashes sind heute nicht giving. Ich glaube, das Ende muss ich schneiden. Und dann kann das genauso abstehen wie das andere. Jedenfalls, viele gehen davon aus, dass ich mein Arthur so genannt habe, weil wegen König Arthur oder so. Aber ich habe jetzt Arthur so genannt, weil Arthur einfach wie Auto klingt. Und das ist halt eben sich leicht zu merken und das ist auch so cute.
Arthur. So, ich war jetzt mit meinem Arthur, wisst ihr? Als Kind hatte ich immer meinen Sachen so eine Persönlichkeit gegeben. Beispielsweise auf dem Schreibtisch, da war es so eine Welt. Das Bett war ein Radiergummi und dann hatte ich noch Spielfiguren auf dem Tisch gehabt und denen habe ich alle Namen gegeben. Deswegen gebe ich denen so Leben, wisst ihr? Man sagt ja immer, dass Stiere so materialistisch sind. Also ich war materialistisch im Sinne von, ich habe meinen Sachen Wert gegeben und die geschätzt. Ich gehe sehr protective mit meinen Sachen um. Beispielsweise, wenn jemand immer in meinem Raum war, da ging ich immer da. Ich kann meine Sachen nicht alleine da lassen. Oder früher auf der Realschule, da war ich in eine Extrakabine gegangen. Und das war eigentlich nicht für eine Umkleidekabine gedacht. Das war jetzt einfach nur so ein Arztraum. Aber da habe ich mich umgezogen und meine Sachen abgestellt. Dann sah ich von Weitem, dass 2 Mitschülerinnen da reingegangen sind, um halt eben in den Spiegel zu schauen. Und dann bin ich denen so nachgegangen und bin dann in den Raum stehen geblieben. Und dann haben die mich angeschaut und gesagt, denkst du, wir stehlen was? Und ich habe damals nichts gesagt, weil, wie soll ich das erklären? Ich bin einfach nur so protective über meine Sachen. Danke, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Ich freue mich sehr, dass ihr Arthur auch mal kennengelernt habt und er euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!